Hallo Leute, kurzes Zahnupdate. Es ist schon wieder ein guter Monat rum. Der letzte Termin ist im Abstand von 5 Wochen erfolgt, weil wir die Woche davor im Urlaub waren. Das war also jetzt vor ein paar Tagen, war ich wieder in Heidelberg und was diesmal passiert ist. Der Bogen unten wurde rausgemacht und ich habe mir freiwillig Zahnstein entfernen lassen. Nicht, dass er wieder Stress macht und wieder eine professionelle Zahnreinigung will. Also, ich wollte eigentlich vorher schon ein bisschen dran rumkratzen und den Zahnstein wegmachen. Ich habe den ja auch gesehen und ich weiß immer, dass das für Unmut bei ihm sorgt. Aber egal, ich habe es dann machen lassen. Es kostet 11 Euro oder sowas. Hat es jedenfalls das letzte Mal. Naja, egal. Jedenfalls kam dann der härteste Bogen unten rein. Der Stahlbogen. Jetzt habe ich also oben und unten die härtesten Bögen. Und das habe ich danach auch schon gleich, die Tage danach, jetzt haben die Zähne unten, habe ich gemerkt, dass da Bewegung drin ist wieder. Und hat das Gefühl, es passt besser seitdem. Also die Zähne hat ein bisschen noch nach außen bewegt. Und da hat es jetzt mehr Kontakt zu oben. Oben wurden nur die Gummis ausgetauscht, hier an den Seiten, die Sechser nach vorne ziehen. Also da, wie gehabt. Die Lücke ist jetzt schon ziemlich klein. Also am Anfang, da konnte ich ja, da war das ja breiter als der Zahn davor, da konnte ich ja richtig den ganzen Finger dazwischen stecken. Jetzt passt nur noch die Zungenspitze so dazwischen. Und auf der Seite ist noch weniger. Da passt noch weniger Zunge dazwischen. Also da hat schon ordentlich Bewegung stattgefunden und das habe ich diesmal auch wieder gemerkt, dass die Sechser oben ein bisschen empfindlich sind. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die in Bewegung sind. Nach dem letzten Termin hatte ich ja nach dem Gummiwechsel hier so einen Druck auf den vorderen Schneidezähnen, so einen Druck nach hinten. Also der Zug von hinten hat sich hier vorne manifestiert. Und da hatte ich dann schon ein bisschen Bedenken, dass ich wieder Platz verliere. Da habe ich ihn diesmal, hat er dann eine Mew-Messung gemacht. Also das ist der Abstand zwischen Schneidezähne unten und Nasenspitze. Und das hat sich aber nicht verändert und ja, das ist ein gutes Zeichen. Hat sich also ist kein Platz verloren gegangen. Ja, Gummis sind also ausgetauscht, deswegen ein neuer Zug. Unten jetzt Metallbogen. Das Kauen wird so langsam besser. Aber wie man sieht, ist immer noch recht viel Abstand zwischen den Zähnen auf beiden Seiten. Hier drüben ein bisschen weniger als da. Ja, mal beobachten, wie das wird. In dem letzten Monat ist dieser Eckzahn, nein, Eckzahn ist es nicht, dieser Schneidezahn hat sich ein Stück bewegt und die Ecke ist ein bisschen vorgekommen. Das hat dann so 2, 3 Tage, war der dann empfindlich. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Er ist auf jeden Fall optimistisch und findet, es sieht gut aus. Und ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Meine Zunge passt wie immer in den Gaumen und meine Körperhaltung ist wie nach wie vor ziemlich gut, noch nicht perfekt. Also so ein bisschen so eine Tendenz habe ich noch. Keine Ahnung, ob ich das noch wegkriege. Also so vom Gefühl her könnte schon noch ein bisschen mehr Platz oben im Gaumen sein für die Zunge. Aber ja, ich habe nicht mehr diese ganzen Symptome, die ich vorher hatte. Grottige Verspannungen hier im ganzen Nacken, Kopfbereich, Kieferbereich und so weiter. Also jetzt dadurch, dass die Zähne nicht so viel Kontakt auf den Seiten haben, habe ich schon ab und zu mal harte, also ein bisschen verhärtete Kaumuskeln, so einzelne Stränge, aber die lassen sich auch wieder weich massieren und sind auch wieder weg dann. Also jetzt gerade zum Beispiel sind sie alle weich, bisschen empfindlich, also so ein bisschen wie Muskelkater, so ein bisschen schmerzhaft hier, wenn ich da drauf drücke. Aber nur so einzelne Stränge, ich glaube dadurch, dass das nicht so richtig hinhaut mit dem, also dass nicht Kontakt überall ist. Das war mit den, als ich noch die Aufbauten hatte, da war das nicht. Also ich denke mal, das ist also nur ein vorübergehendes Ding. Ja, sonst geht's mir gut. Mein Sohn war wieder mit und eine Freundin noch mit ihren Kindern, die hat sich da auch vorgestellt und das mal von ihm angucken lassen.
Bei meinem Sohn ist es momentan so, er hat jetzt zweimal die herausnehmbare, also einmal die AGA gehabt, die herausnehmbare, und dann noch eine, weil das vom Platz noch nicht so richtig war. Und jetzt hat er die 4 Monate getragen ohne Verstellen, und als nächstes soll er jetzt auch so diese FARL, also diese Bögen kriegen, die noch für Weite sorgen, also den ich unten noch habe. Ja, das soll er oben und unten kriegen, um noch für Weite zu sorgen, und dann sollte der fertig sein damit. Bin ich mal gespannt. Da wurden jetzt Abdrücke gemacht, und er hat Gummis gekriegt, Spacer, also Platzhalter, damit nachher man es da draufsetzen kann, so wie bei mir das auch war ganz am Anfang. Der eine Spacer ist gleich wieder rausgefallen, weil da war nämlich ein Wackelzahn davor, den braucht es jetzt gar nicht. Den hat er sich dann rausgewackelt, weil es so unangenehm war, den Gummi da dahinter zu haben. Ja. Sonst, nächster Termin ist wieder in einem Monat, wie gehabt. Mal gucken, wie lange es dauert, um die Lücken oben zu schließen. Aber es ist schon nah dran. Also ich denke mal noch vielleicht 1-2 Monate, dann sind die Lücken zu. Und im nächsten Monat habe ich das Ganze auch abbezahlt. Also ich habe das in Ratenzahlung über 2 Jahre, diese ganze Behandlung, gestreckt. Also das konnte ich, ohne Zinsen bezahlen zu müssen. Und im Juli ist es abbezahlt. Das ist ein gutes Gefühl. Okay, das war alles, was dazu neu ist. Bis zum nächsten Mal.